Hallo und herzlich willkommen zu meinem Teil 2 für einen gesunden Verdauungstrakt. In meinem heutigen Video erfahrt ihr, welche orthomolekularen Mittel es zu einer Linderung einer Magen-Darm-Entzündung gibt und was ihr sonst noch dafür tun könnt, um euren Verdauungstrakt wieder in Balance zu bringen. Wenn ihr mehr über die richtige Ernährung erfahren möchtet, dann schaut euch gerne nochmal meinen Teil 1 für einen gesunden Verdauungstrakt an. Ansonsten erfahrt ihr gleich mehr. Die orthomolekulare Medizin hat wie immer wunderbare Mittel zur Verfügung, die auch euer Magen- und Darmsystem wieder in Balance bringen können. Als erstes möchte ich hier meinen absoluten Favoriten dafür nennen. Es ist das Silicea-Gel. Dieses heilsame Gel wirkt nicht nur schützend auf eure Magen- und Darmwände, sondern hat gleichzeitig noch einen wundheilungsfördernden Effekt. Außerdem ist Silicea der Antagonist, also der Gegenspieler von Aluminium und kann auch hier wieder den schädlichen Auswirkungen von Aluminium entgegenwirken. Außerdem kann Silicea auch noch gegen entartete Zellen wirken und kann somit auch protektiv bei Krebs eingesetzt werden. Als nächstes haben wir hier 3 schützende Aminosäuren, und zwar Cystein, Glutathion und Gamma-Aminobuttersäure. Diese 3 Aminosäuren haben wieder einen schützenden Effekt auf eure Magen- und Darmwände, reparieren entstandene Schäden und können somit auch wieder vor der schädlichen Magensäure schützend wirken. Sie werden in der orthomolekularen Medizin schon lange erfolgreich gegen Gastritis und Magen-Darm-Geschwüre eingesetzt. Diese 3 Aminosäuren können zusammen mit einer selenreichen Ernährung einen Stoff erzeugen, der sich Glutathionperoxidase nennt und eines der stärksten Antioxidantien ist, die wir kennen. Antioxidantien wirken den schädlichen Auswirkungen freier Radikale entgegen und schützen somit unseren Körper. Nun seht ihr noch einmal eine Übersicht über die Vitalstoffe, die die orthomolekulare Medizin zur Verfügung hat, um Magen- und Darmbeschwerden zu lindern und Entzündungen und den schädlichen Effekten daraus vorzubeugen. Nun möchte ich auch noch auf sonstige Mittel eingehen, die euren Magen-Darm-Trakt wieder in Balance bringen können. Gleich zu Anfang möchte ich die sogenannte Rollkur erwähnen, über die ich in meinem ersten Video schon gesprochen habe. Bei der sogenannten Rollkur kann man zum Beispiel Kamillentee oder das Kochwasser einer Kartoffel verwenden. Üblicherweise beginnt man damit, dass man entweder dieses Kartoffelwasser oder diesen Kamillentee zu sich nimmt und als erstes legt man sich ungefähr 5 Minuten auf den Rücken. Anschließend dreht man sich auf die linke Seite, legt sich dort auch wieder ca. 5 Minuten in diese Position, dann auf den Bauch wieder 5 Minuten und dann noch auf die rechte Seite, auch wieder 5 Minuten. Durch diese Drehung, die man sozusagen hat, kann sich dieses schützende Kartoffelwasser oder dieser heilsame Kamillentee schön um jede Magenseite legen und kann somit Entzündungen und Wunden wieder abklingen lassen, weil beide heilungsfördernd wirken und den schädlichen Auswirkungen von Säuren entgegenwirken. Als nächstes möchte ich das Fasten erwähnen. Bei leichten Magen-Darm-Erkrankungen reicht eigentlich oft schon ein Tag Fasten vollkommen aus. Ihr könnt auch über den Tag verteilt eben auch Kamillentee oder eine schöne Gemüsebrühe trinken. Also das ist sehr, sehr wohltuend und entlastend auf euren Magen-Darm-Trakt. Außerdem schüttet Fasten Glückshormone aus und das wirkt sich ebenfalls wieder positiv auf euren gestressten Magen aus. Denn ein gereizter Magen schüttet mehr von der Magensäure aus, führt zu Sodbrennen und weiteren Erkrankungen.
Und durch diese Entspannung und die Ausschüttung der Glückshormone, zum Beispiel des Serotonins, wird euer Magen wieder schön entlastet und kann sich entspannen und produziert somit weniger Säuren. Außerdem sind Kräutertees und Gemüsebrühe sehr, sehr basisch, was auch wieder den schädlichen Säuren entgegenwirken kann. Auch bei Magen-Darm-Problemen durch Völlerei helfen auf jeden Fall warme Bäder oder auch, wenn man nicht genügend Zeit hat, kann man sich auch kurz eine Wärmflasche machen und sich die auf den Bauch legen. Wärme entspannt und sorgt dafür, dass die Durchblutung angeregt wird, was auch wieder heilungsfördernde Effekte haben kann. Außerdem wird ein Blähbauch dadurch reduziert, weil eben diese Wärme auch wieder entspannend wirkt. Und durch diese Entspannung wird die Peristaltik in Magen und Darm angeregt, weil diese Entspannung mit dem Parasympathikus verbunden ist, also dem entspannten Teil unseres Körpers, dem entspannten Nervensystem sozusagen. Und das sorgt eben wieder dafür, dass euer Magen wieder in Schwung kommt und auch wieder die ganzen Giftstoffe abtransportieren kann. Nun blende ich auch wieder kurz eine Liste ein von den hilfreichen Mitteln, die euch dabei helfen, euren Magen-Darm-Trakt wieder zu entspannen und die auch wieder regenerierend auf euch wirken und euren Magen-Darm-Trakt entlasten. Natürlich gibt es auch wieder Dinge, die ihr bitte meiden solltet. Aus meiner Sicht zum Beispiel ist Heilerde zu meiden bei akuten Erkrankungen im Magen- und Darmtrakt. Denn man muss sich das so vorstellen, akute Entzündungen im Magen- und Darmtrakt sind wie offene Wunden und da würdet ihr euch sicherlich keine Erde reinschütten, wenn ihr eine offene Wunde habt. Also als ich das ausprobiert habe, wurden meine Magenprobleme immer verschlimmert und ich habe dadurch eben dieses gute Silicea-Gel entdeckt und das hat mir viel, viel besser geholfen als Heilerde. Wenn ihr einen gesunden Magen- und Darmtrakt habt, könnt ihr Heilerde sehr gerne verwenden als Ballaststoffersatz, aber ich glaube, ich würde da auch lieber auf andere Sachen zurückgreifen. Aus meiner Sicht ist auch noch von Basentabletten abzuraten. Basentabletten sind sehr, sehr stark basisch und unser Körper ist nun mal immer darauf trainiert, sich am Leben zu halten. Er versucht auch immer, das Säure- und Basengleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, sobald euer Körper zu basisch wird, steuert er entgegen und schüttet mehr Säuren aus. Das bedeutet, wenn ihr diese stark basischen Tabletten zu euch nehmt, registriert das euer Körper und wird auf jeden Fall mit einer vermehrten Säureproduktion entgegenwirken. Daher sollte man einer Übersäuerung auf jeden Fall lieber durch Gemüsebrühen zum Beispiel ausgleichen. Auch auf zu späte Mahlzeiten ist auf jeden Fall zu verzichten, denn nach der sogenannten Organuhr der TCM ist ab 19 Uhr die Verdauung wirklich auf Eis gelegt. Das bedeutet, alles, was ihr danach esst, vor allem Rohkost. Ich denke da immer wieder an diese sehr kalten Rohkostsalate, die man gerne als Abnehmkur abends isst. Also ich rate davon auf jeden Fall ab. Diese rohe Kost bleibt die ganze Nacht unverdaut in euren Magen und wird dann erst am nächsten Tag abtransportiert. Aber dann ist schon eine Menge Säure entstanden auch durch diese Gärung. Also wie gesagt, nach der Organuhr ist ab 19 Uhr mit der Verdauung wirklich Schluss. Deswegen versucht auf späte Mahlzeiten zu verzichten. Wem es aus beruflichen Gründen nicht möglich ist, der sollte bitte dann abends eine warme, gekochte, sehr leichte Mahlzeit zu sich nehmen. Vielleicht zum Beispiel gekochtes Gemüse oder auch eine Gemüsesuppe. Also versucht wirklich da einen Ausgleich zu finden.
Wie ihr hier auf der Organuhr erkennen könnt, hat der Magen um 7 Uhr morgens seine größte Verdauungsleistung und genau gegenüber ab 19 Uhr abends hat er seine schwächste Verdauungsleistung. Nun seht ihr nochmal eine Übersicht darüber, was ihr bei akuten Magen- und Darmerkrankungen auf jeden Fall meiden solltet. Achtet bitte auch darauf, dass Magen- und Darmerkrankungen auch durch eine Nahrungsmittelallergie entstehen können und versucht auch das wieder in Betracht zu ziehen. Nun möchte ich euch noch Akupressurpunkte vorstellen, die hilfreich bei Magen-Darm-Beschwerden sind. Und zwar haben wir hier den Dickdarm 4. Er hilft gegen Schmerzen und wir haben noch den Perikard 6. Er hilft gegen Übelkeit. Drückt und massiert diese Punkte einfach 4 bis 5 Minuten lang, bis die Beschwerden wieder abklingen. Ich freue mich, dass ihr euch so für eure Gesundheit interessiert. Ich hoffe, meine Tipps und meine Erfahrungen im Bereich Magen und Darm haben euch helfen können und sorgen dafür, dass ihr wieder ein schönes, leichtes Gefühl in eurem Magen und Darm habt und dann keine Beschwerden mehr davontragen müsst. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, was aktiv für seine Gesundheit zu tun. Bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal.